Herzlich willkommen zusammen zu einem Cornucopia The Island Awaits News Video. Ein News Video in der Hinsicht, was wird alles 2023 passieren? Wann gibt es das Mobile Game? Wann gibt es das richtige Game? Wann gibt es die Racing League? Alles in diesem Video und noch vieles mehr. Ich würde sagen, wir fangen an. Fix 2023 ist als allererstes in Q1, Q2 ein Webseiten-Update geplant. Die Webseite bekommt einen neuen Look. Wir dürfen gespannt sein, wie sie ausschauen wird. Dann gab es ja letztes Jahr für das Mobile Game schon mal so ein Testing für ganz wenig Personen. Und das Public Testing kommt jetzt auch in Q1, Q2 2023, also spätestens Juni ist die öffentliche Testphase da und wir können das Spiel, das Mobile Game, was nur ein ganz kleiner Teil von allem ist, einmal selber testen. Dann wird die Learn and Earn Webseite in Q2 gelauncht werden. Also wo alles laufen wird, wo ihr quasi eure Rewards dann bekommt, wenn ihr im Game irgendwas macht. Auch Dinge, die man so lernen kann, gerade über Krypto, über das Spiel, über Metaverse, werden da drauf sein. Vielleicht werden die auch belohnt, ich weiß es nicht, wenn es eine Learn and Earn Website ist. Da bin ich schon mal sehr gespannt. Ich schätze auch, dass über die Earn-Webseite eventuell der Marktplatz läuft. Ich weiß es nicht. Da müssen wir uns tatsächlich überraschen lassen. Das ist jetzt eine Spekulation von mir. Dann soll auch in Q2 der Metaverse Launcher kommen. Der Metaverse Launcher ist quasi die Pforte, womit wir ins Metaverse reinkommen, womit wir auf die ganzen Custom Domes, Public Domes und das ganze Land drauf kommen. Also quasi der Grundstein, damit dann überhaupt auch die Racing League und alles weitere im Metaverse überhaupt erstmal möglich sein wird. Es wird eine Software sein, die lädt man sich runter, loggt man sich ein und darüber kommt man dann quasi, stellt es euch vor wie eine Tür, ihr geht durch die Tür und dann seid ihr da drin und können dann quasi von A nach B reisen und mit den ganzen anderen Leuten, die da drin sind, interagieren. Für die Racing League soll es auch ein Public Testing geben für Q2, wobei an der Stelle fehlt mir eigentlich noch so das kleinere Testing, was quasi nur für OGs freigeschalten wird. Steht jetzt hier nirgends drin. Bin ich mal gespannt, wann das noch dazu kommt. Aber da freue ich mich schon richtig drauf auf die Racing League. Aber die Racing League ist ja auch wieder nur so ein kleiner Teil von dem ganzen Metaverse. Auch die Landwirtschaft, die man da drin betreiben kann. Craften, bauen, alles drum und dran. Oh. Da wird sehr viel dieses Jahr passieren. Es wird dann nochmal ein spezielles Public Testing geben für die ganzen Zonen, Solace und Esperanza. Das kommt dann so Mitte des Jahres, Q2, Q3. Wenn dann quasi der Metaverse Launcher und die Racing League schon mal getestet sind. Dann werden die ganzen Länder reingetestet. Und ich weiß es nicht, aber falls irgendjemand von euch tatsächlich Land oder sowas gekauft hätte, ich will jetzt hier auch niemand dazu anregen, irgendwas zu kaufen. Jedem seine eigene Entscheidung. Aber falls das schon jemand gemacht hätte, merkt euch einfach mal so das Public Testing, weil man muss sich da auch dann auswählen, wo soll jetzt das Land genau platziert werden. Bisher hat man nur eine Karte, quasi ein Anrecht auf ein Land in der einen Zone. Aber wo das jetzt genau ist, das darf man sich tatsächlich selber raussuchen. Je nach Seltenheitsgrad wird es, glaube ich, gemacht. Und da müsste auf alle Fälle dann flink sein. Das ist jetzt
hauptsächlich mal so der Teil gewesen zu den ganzen Releases und dem ganzen Testing, wie es gerade geplant ist. Wie gesagt, es ist alles noch im Aufbau und das sind große Zeitspannen, also wenn sich da mal was von Q1 in Q2 verschiebt, kann passieren. Das Wichtige ist, am Ende wird es richtig schön. Nicht einfach nur schnell raushauen, sondern lieber alle Bugs fixen und zum Testing ist dann schon alles nach Möglichkeit perfekt. Das wäre richtig cool. Was wird sonst noch 2023 kommen? Das CoPy-Wiki wird ein Update bekommen. Und zwar wird darin auch die originale Story hinter dem ganzen Game und wie das bisher so geplant war, nochmal aufgefrischt und nochmal hübscher dargestellt. Dann wird es ein NFT-Sale geben für ein Flying Vehicle Lightning Kit. Wer schon ein Flying Vehicle besitzt, ihr müsst übrigens keins besitzen, es gibt auch Public Transport, man kann die auch leihen, alles gut. Wer eins besitzt, der kann sich quasi mit dem Lightning Kit da spezielle Lichter dazu kaufen und kann es dann lichttechnisch individuell ein bisschen gestalten. Dafür ist der NFT-Sale. Dann wird es einen kostenlosen NFT-Sale geben quasi, allerdings nur für Personen, die die OG-Rolle Inhaber der OG-Rolle sind. Man muss nur die Transaktionskosten bezahlen und es geht hier um ein Flying Vehicle, also ein Flugobjekt. Ich habe eine Idee, welches es sein könnte. Ich blende es euch hier mal ein. Vermutlich wird es das hier sein, aber es steht noch nicht ganz fest. Ursprünglich habe ich mal gelesen, Januar, Februar soll das Ganze passieren. Es steht jetzt hier einfach nur prinzipiell im Plan drin. Vielleicht hat sich da auch was verschoben. Vielleicht ist es tatsächlich Januar, Februar. Da müssen wir uns überraschen lassen. Ja, die OG-Rolle. Wer nicht weiß, was das ist und wie man die bekommt, auf dem Discord von Cornucopias gibt es einen extra Channel, wo alles dazu erklärt ist. Bekommen Personen, die da auf deren Discord und in deren Community sehr, sehr aktiv sind. Ich selber habe die Rolle auch nicht, also soweit. Dann wird es wieder ein Charity NFT Sale geben, also alles, was da an Gewinn rauskommt, wird quasi gespendet. Für was? Steht aktuell noch nicht fest. Es wird auch noch weitere NFT-Sales geben, und zwar Tiere, Outfits, Berge, nochmal ein paar Bubbles, Werkzeuge, Waffen, also so, um seinen Avatar dann quasi auszurüsten. Habe ich Berge gesagt? Ich meinte eher Saddle und so Sachen. Ausrüstung allgemein. Genau. Das wird auch irgendwann im Laufe des Jahres passieren. Genaues Datum steht dazu auch noch nicht fest. Ist auch die Frage, ob man das braucht. Also ich persönlich, ja, es ist cool, wenn man da eine Waffe hat oder ein Werkzeug oder ein Tier als NFT. Aber man sollte sich die Waffen und die Werkzeuge ja auch selber herstellen können. Habe ich ja schon in einem Video vorgestellt. Und ja, klar, man kann es sich auch kaufen, dann hat man es vorab schon. Aber ich weiß nicht, also ich muss mir das noch näher anschauen. So, dann bekommen die Custom Domes neue Templates. Da war es ja so, je nach Seltenheitsgrad der Custom Domes ist es so, dass man da eine gewisse Anzahl an kostenlosen Templates dazu bekommt. Also wer einen ultra seltenen Custom Dome hat, der wird das erste Template komplett kostenlos bekommen. Ich habe es jetzt nicht im Kopf, wie viele, was man da bekommt. Die ersten 3 für die ganz normalen Basis Custom Domes sind ja eh schon direkt dabei gewesen.
Und je nach Seltenheitsgrad kommen dann quasi immer, ich glaube, 1 zusätzlich dazu. Dann wird es ein Launch geben für eine Art Hall of Fame für die Gilden und die Mitglieder. Da müssen wir mal sehr gespannt sein, wie das ausschauen wird. Guilds, also Gilden hier in Cornucopias, sind so ein bisschen ähnlich wie in World of Warcraft vielleicht. Also die arbeiten so ein bisschen zusammen, teilen sich alles. Schauen wir mal, wie das laufen wird. Es gibt auch jetzt schon einige, denen kann man theoretisch schon beitreten. Ich bin bisher noch keiner beigetreten. Muss mal schauen, ob ich das irgendwann machen werde. Dann wird es NFT Creation Tools geben, gerade für das Build and Earn. Ich schätze mal, dass ihr dann quasi eure Werkzeuge, die ihr in-game craften könnt, auch gleichzeitig als NFT generieren könnt und es dann quasi auf der Earn-Webseite eventuell an andere verkaufen könnt. Ich weiß es nicht, da gibt es sicherlich dann auch wieder Zufallsfaktor, vielleicht kann man die Tools auch, die Werkzeuge verzaubern, keine Ahnung. Aber auch spezielle Dinge in der Hinsicht. Dann wird es für das NFT-Staking noch ein Update geben, dass man da eine neue Möglichkeit hat, denn aktuell kriegt man für das Staking quasi nichts mehr. Gab ja eine Zeit lang was, jetzt gibt es das NFT-Staking aktuell nichts. Da wird wieder was kommen. Genau. Es wird eine extra Webseite geben für die thematischen Zonen, Soleil, Esperanza und so weiter, wo ihr quasi euer Landstück auf der Karte picken könnt. Es sagt dann quasi, okay, ich hätte mein Land gerne da. Ich denke, da gibt es gewisse Einschränkungen, weil es gibt ja verschiedene große Ländereien. Große und kleine, und es muss dann halt irgendwie aufeinander passen. Vielleicht, ja, genau, die Großen dürfen anfangen. Die Großen, glaube ich, dürfen anfangen, da zuerst die seltenen und dann immer die kleineren, und somit müssen die Kleinen dann halt zum Schluss die Lücken auffüllen, denke ich. Ja, Scopy-Wiki wird auch noch geupdatet, wo dann ja, mehr Inhalte aus dem Game mit reinkommen, wie das genau funktioniert, die Wirtschaft da drin und so weiter und so fort. Das Mobile Game soll auf der Unreal Engine 5 dieses Jahr auch noch erscheinen, vollständig für Android und Apple im Cardano Mainnet. Also wir können damit quasi auch schon ein bisschen was direkt verdienen. Diverse Tools werden auf dem Cardano Testnet gelauncht. Der Desktop Launcher, die Wallet, die spezielle, die man dafür braucht und so weiter und so fort. Auch das PC-Game soll dieses Jahr im Testnet launchen. Da kann man quasi im Testnet da auch schon dran teilnehmen, kann ein bisschen spielen, kann sich das anschauen. Man muss da nichts einsetzen, ist alles komplett free to play. Man kann natürlich was einsetzen, wobei im Testnet an sich noch nicht. Da ist komplett alles free to play. Da bekommt man Test-Token automatisch zugewiesen, beziehungsweise kann die holen, sich selber. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, wer da aktiv an den ganzen Testings teilnimmt, dass der dann im Endeffekt für das Teilnehmen an der Testing-Phase auch belohnt wird. In Form von irgendwas, was man dann später auf dem Mainnet nutzen kann. NFT, ein paar Coins oder so. Ich weiß es nicht, ist eine Spekulation. Kann ich mir sehr gut vorstellen, weil es bei vielen anderen Projekten so schon war. Ja. Die ganzen Nodes, Datennodes, Game Nodes, die man dafür braucht, werden auch noch gelauncht und es gibt natürlich auch noch so einige
NFT-Sales geschenkt, wo man nur quasi die Transaktionsgebühr bezahlen muss im Laufe dieses Jahres. Ja, das war soweit. Mit der groben Planung für das ganze Jahr ist es natürlich wirklich sehr, sehr grob, aber ich finde schon mal krass informativ und wir können sehr gespannt sein, was da alles kommt. Ich freue mich mega drauf. Ich hoffe ihr auch. Lasst gerne euer Feedback in den Kommentaren da. Vor allem, wenn euch das gefällt, dass ich euch die ganzen Informationen hier auf Deutsch bringe. Offiziell gibt es ja auch nur auf Englisch. Lasst gerne auch ein Abo da, wer es noch nicht getan hat. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Iltis. Ciao, ciao.